Prost. Prost. Schön, dass er es geschafft hat. Ja, voll geil. Der. Okay. Was denn? Kam hoch. Hat sich aber gehalten. Das ist gut. Ja, ich habe es tatsächlich angekündigt. Jetzt sehr kurzfristig habe ich mich hier bei dir angekündigt, gell? Wann hast du angerufen? Am Dienstag. Montag. Montag, Dienstag. Auf dem Weg nach Römer mit meinen Kids hat der Lars mir zugesagt und dann habe ich angekündigt, dass wir heute so mal über unseren Lieblingssport quatschen. Kann man Ganz gerne frei machen. und ungehemmt. Ja, ich finde es mega geil, dass es geklappt hat. Das ist ja hier so eine Legendenhalle, wenn man zu dir kommt. Ja, ein bisschen. Ich habe mit ein paar Leuten zusammengespielt. Leider nie mit mir, nur gegen mich. Und doch, einmal haben wir nicht den deutschen Cup, guck mal, da drin steht er. Haben wir da nicht? Ja, aber den haben wir nicht. Was? Stimmt, der Deutsche Bankcup. Ja, genau. Da. Ich habe mich vorhin gewundert, das ist eigentlich der schönste Pokal fast Ja. hier in der Vitrine. Das war einer der letzten, deswegen steht er noch da, weil die anderen musste ich alle in die Garage räumen. Also Aber bei da der haben wir Garage nicht ist eher noch miteinander gespielt, da haben Nee? wir gegeneinander Echt? gespielt. Da Ja, habe okay. ich für die Iguanas gespielt und du Okay. bei Turbine Süd. Oder? Genau. Wer war denn da? Das Magenheim. Lehmann, Wolk, Gesche, war die da auch dabei? Fletti Ich hat weiß mitgespielt. gar nicht. Stimmt, ja. Ja. Das war mega, das Turnier. Da war auch was los. Da war die U22, glaube ich, dabei. Und die Dragons, oder? Nico. Ich frage mich nicht, wer alles da war. Ja. Aber ich glaube, wir haben nie zusammen gespielt. Ne? Und ich glaube, ich habe auch nie gewonnen. Das weiß ich nicht. Ich kann mir vieles merken, aber das weiß ich nicht Aber mehr. als du, nee, da hast du nicht mehr in Landhill gespielt. Einmal haben wir auf Landhill gewonnen, als Pat und. Wer war denn nicht da? Pat? Nee, kann nur Joey nicht. Also, Joey war da, glaube ich. ich habe bis Nee, 2006. Pay war da, ja. Du Genau, warst da nicht. weil Nee, das war viel später. Aber genau. Das war viel später. Apollo! Ja, wir haben hier ziemlich spannend einen Hund und zwei Katzen, die sich hier duellieren. Apollo! Komm jetzt her! Hey! Ja, erzähl mal, was treibst du? Du hast mir vorhin schon so ein bisschen erzählt. Jena, Heimat, Verein, Die immer Jena- noch der Kapo, oder? Vorstand? Genau, erster Vorstand. die Jena Kabuts, die sind immer noch mein Baby. Da bin ich immer noch erster Vorsitzender. Wir haben jetzt gerade Sommerpause und bereiten uns quasi schon auf die neue Saison vor. Wie gesagt, die geht in 2 Wochen. Jetzt geht es schon wieder los bei uns im Training, wenn die Sommerferien hier in Thüringen zu Ende sind. Mhm. Dürfen wir wieder anfangen mit trainieren und ja, dann spielen wir Regionalliga mit der ersten Mannschaft, zweiten Mannschaft Oberliga haben wir uns gemeldet und dann haben wir die Kiddies, die fahren schon Anfang September zu einem Eurocup nach Brühl, glaube ich. Ja. Ja, du hast Aber- gesagt, hier im Osten gibt es noch, oder im Osten weiß nicht, wie weiträumig das ist, aber hier gibt es noch eine Landesliga. Genau, Bei wir uns haben, ist ja bei uns gibt es noch eine Bayernliga immerhin, aber in vielen Bereichen ist ja Regionalliga Schluss und dann kommt nichts ja, mehr. das, was ihr früher alles hattet, quasi, es ging ja früher bei euch bis Bayernliga C runter, ne? Mhm. Und Drei jetzt Bayernligen, sind ja. halt die ganzen Älteren quasi in Rente gegangen, es ist nicht mehr so viel nachgekommen und wir haben dann irgendwann in den 90er Jahren angefangen, das aufzubauen hier im Osten und es hat sich ganz gut entwickelt. Also ich sag mal, wir haben zwar nicht so viele Vereine, aber die Vereine haben teilweise, wenn ich sehe, SGH, glaube ich, da oben in Berlin, die haben 4 Mannschaften im Spielbetrieb. 4 Mannschaften, Ja, okay, wie krass. gesagt, die Berliner haben ja alleine, ich glaube, Alba Berlin, SGH, Pfeffersport, dann noch Stahnsdorf und ich glaube noch irgendeine Mannschaft. Also die haben, glaube ich, da oben 5 Mannschaften, also 5 Vereine. Mit jeweils X Und Mannschaften. Alba hat, glaube ich, 4 Mannschaften, SGH hat 4 Mannschaften, Pfeffersport hat 2. Also das ist schon gut. Die einzigen, die jetzt ein bisschen Probleme haben, sind Stahnsdorf. Die haben sich mit Cottbus zusammengetan letzte Saison. Aber das sind so Vereine, die halt nicht so auf Nachwuchsarbeit setzen. Aber auch gerade SGH, glaube ich, also auch der eine ist zu Hannover gegangen. Ja, ist es der Tobi? Nee. Nee, nicht der Tobi. Tobi kam aus Cottbus. Stimmt, der kam aus Cottbus, ja. Mit dem habe ich schon Easter Cup zusammen gespielt. Habe ich damals mal mitgenommen. Wie heißt er denn? Ach, ich habe erst letztens seinen Namen gelesen. Der ist mit der U18, mit der U19, mit dem Dings zusammen. Der kam aus Berlin, sind also 2 aus Berlin, sind direkt auch nach Hannover und also die Berliner machen das gut. Das Einzige, was halt schade ist in Berlin, die kriegen es nicht
geschafft, ihr ganzes Potenzial, also ihre guten Spieler in einem Team zu formieren. Der eine spielt bei Alba, der andere spielt bei der SGH. Naja, ist halt dadurch in Berlin werden die zweite Liga und das war's. Ja, und das Obwohl auch die nicht- Potenzial von da oben von, ich sag mal, gefühlt 100 Spielern haben. Das muss ich ja, das ist überlegen. krass, ja. Unfassbar, was in Berlin eigentlich möglich wäre. Ja, aber sie kriegen es halt nicht zusammen. Ja, das muss irgendwie aufeinander aufbauen, gell? Das ist halt eine Mannschaft kann ja eigentlich Du so. brauchst irgendeinen, Wir der haben es auch in quasi. München, jetzt ob es gewollt ist oder nicht, kann ich jetzt nicht so frei sagen, aber in München haben wir es ja auch irgendwie geschafft, dass der USC mega geil auch mit, so wie ihr fast, mit 30 Kindern da in der Halle rumhüpft und die Erfahrenen da ein bisschen hat, die mit denen halt dann in der Bayern- und Oberliga spielen. Und bei uns geht es da halt, wir haben auch eine Bayernliga-Mannschaft, aber es geht halt auch immer Richtung Spielbetrieb und vorher haben wir halt nichts, aber so ist es irgendwie Ja, man muss von halt, der Ideologie halt irgendwie sauber getrennt ist für jeden, was da ist. Und wenn jeder alles machen will, klappt es auf keinen Fall. Das haben wir ja auch kurz versucht in München und das ist ja dann du hast irgendwie das Potenzial gescheitert. nicht, du nimmst dir gegenseitig auch immer die Sachen weg. Du musst halt gucken. Also im Endeffekt haben wir auch die wesentlich größere Kindergruppe, haben das größere Einzugsgebiet. Exleben hat halt quasi die Strahlkraft, ich sag mal, das sind von hier aus 70 Kilometer. Ne? Die haben die Strahlkraft, im Kinder- und Jugendbereich tun sie sich schwer. Die hätten das Potenzial, die Kinder gucken alle, also die reden alle nur von der ersten Mannschaft, von dem, was die erreichen, ist ja auch in Ordnung, es soll ja auch so sein. Apollo, bleib hier. Apollo, komm her, lass die Katzen da oben. Guck mal, die liegen friedlich da, wenn du mal dahin rennst, gibt es nur Stress. Genau. Und im Endeffekt, wenn sich bei uns einer entwickelt, so wie es ein Kitzer mal war, dann soll er halt nach Exleben gehen, ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn du die Möglichkeit hast, deinen Sport quasi auf dem Niveau ausüben zu dürfen, dann musst du das auch tun. Ja, und da bin ich der Letzte, der sagt, guck mal, wir hatten Jens Eigert bei uns gespielt, ja, und Ja, Tommy angefangen. Tommy hat angefangen, den haben wir damals aus München geholt übrigens. Ja, den haben wir zu euch geekelt. Ja, Kann man was sagen, ja? ich kann nur Danke Also, sagen, ja. also muss ich ehrlich sagen, aber es Das war wirklich das Dümmste, was jemals in München passiert ist, einen Thomas Böhm aus Also, der Stadt zu jagen. ich Das weiß war nicht. wirklich. Damals war ich noch zu jung, aber das ist wirklich. Das habe ich nicht ganz verlorenes verstanden, Kind dass einfach. der quasi da bei euch so versorgt ist. Aber wie gesagt, uns hat es gut getan. Wir haben uns damals gerade gegründet, 2007, und er hat dann 2008, 2009 für uns gespielt und hat uns quasi extrem weitergeholfen. Ich hätte ihn gerne noch 2 Jahre hier gehabt, der hätte bei Landil nicht auf der Bank verbringen müssen. Hätte er gerne bei uns spielen können, hätte er auf dem Spielfeld, glaube ich, mehr Verantwortung gelernt, als er. Ja, aber es ist leider so. Es ist so, er hat die Entscheidung getroffen. Ich kann sie nachvollziehen, dass er unbedingt zu Landil wollte, aber er hätte immer dahin gehen können. Die hätten, also auf so ein Talent. Achso, ihr wart aber auch in der ersten Liga, Wir gell? sind gerade Also aufgestiegen. es ging quasi nicht Hand in Hand. Ne? Wir sind Das gerade- wäre ja das Beste für ihn gewesen. Wir waren gerade Zweitligameister und wollten in der nächsten Saison, also wir sind aufgestiegen und in der Saison ist er aber gewechselt. Mhm. Ja, und dann saß er halt in Landil fast 2 Jahre auf der Bank. Ja, da spielst du halt im Training jedes Mal gegen Weltstars und so, das hilft dir natürlich auch viel. Natürlich, aber wir wissen ja. beide, Training, ich kenne viele Trainingsweltmeister, die nie auf dem Feld gereift sind. Tommy gehört nicht dazu, Tommy ist sehr gereift, aber es ist doch 2 Paar Schuhe, gell? Spielzeit und Definitiv, Trainingszeit. definitiv. Also Courttime ist durch nichts zu ersetzen. Das ist einfach so, wie gesagt, du kannst im Training das einfach nicht simulieren. Klar wirst du besser im Training, wenn du bessere Gegenspieler hast und bessere Mitspieler, überhaupt keine Frage. Ja, aber diese entscheidenden Momente, die kriegst du nur, wenn du auf dem Spielfeld stehst und dann auch die Niederlage spürst und merkst, okay, das habe ich jetzt falsch gemacht. Das prägt dich. Mhm. Das lernst du aber nur, das lernst du nicht im Training. Weil im Training, ja, weil ich habe das Trainingsspiel verloren. Aber das hat keine nachhaltige Wirkung bei und dir. das ist ja immer wieder das Gleiche. Du lernst ja im Training quasi von Training zu Training deine Mitspieler kennen und dann verarschst du sie halt nach Strich und Faden, wenn du weißt, was die machen können. Und die, klar lernt man voneinander, aber auf einer ganz anderen Basis, als wenn du jemanden 1- oder 2-mal im Jahr begegnest und dich immer wieder darauf einstellen musst. Du hast ja einen anderen Kannst Druck du nicht einfach im ergeben. Spiel, Kannst ist du so nicht egal, ergänzen. das ist einfach so. Und Apollo, bleib da. Los, bleib hier. Apollo, bleib hier, lass die Miezekatze. Das Studio voller Tiere macht hier ein bisschen Störenfried. Apollo, hierher! Aber wie gesagt, der ist eigentlich brav dafür, dass er so ein Jagdhund ist, so ein halber mit 2 Katzen. Apollo, runter jetzt! Kleiner
Ja, ist schade mit Tommy. Also erst haben wir ihn verjagt, dann ist er von euch weg, weil er natürlich weiter wollte. Ist irgendwie verständlich, aber wahrscheinlich hätte er in München tatsächlich so einen Karriereweg gehen können, schon mit 14, 15, wie er dann später... Er hätte quasi München auf ein anderes Level heben können. Das hat er bei uns auch gemacht. Und wie gesagt, wir hätten damals dann quasi mit ihm ohne Probleme die erste Liga quasi bestanden, weil er hat sich ja von Jahr zu Jahr enorm entwickelt. Da war er, wie alt war er bei euch? 16? Oder 16, wo wir ihn geholt haben. Und bei uns war er 14, 15. Genau. Ich weiß noch, wir haben gegen Zwickau gespielt. Warst du da noch bei Zwickau? Das kann sein, mit 15, wenn er mit 15 bei euch war, dann war ich ja noch bei Zwickau. Da hast du ja Jena gegründet und genau. hast ihn gleich quasi mitgenommen. Genau. Ja, genau. Und im Jahr davor konnte der Markus Haberkorn nicht oder war verletzt oder krank, ich weiß nicht was, aber dann hat Grubmüller, Böhme und ich und halt noch, keine Ahnung, wer da noch auf Ben und Uli oder so. Und wir haben richtig geil mitgehalten mit euch. Wir haben mega gespielt und einen Spieltag später sitzen die beiden auf der Bank wieder, Grubmüller und Böhme, also 40 Minuten, glaube ich. Und da war ich auch noch zu jung leider, aber das hätte man halt nie machen dürfen, wenn du so Dinge hast. Und dann einen Spieltag später steht er auf dem Rasthof und wird nicht abgeholt und dann war, glaube ich, aus die Maus. Also das war so schade, aber gut, das will man jetzt niemandem vorwerfen, das ist so wie es ist und er hat da seinen Weg gemacht. Er hat zum Glück seinen Weg gemacht und wie gesagt, ich glaube auch, dass er da, Tommy ist auch niemandem böse, so wie es gelaufen ist und so weiter. Also ich denke schon, ist halt nur schade, dass er quasi, dass die Jungs quasi in der Nationalmannschaft ihr Potenzial nicht so abrufen können, wie sie es in dem Heimatverein tun können. Ja, auf heute bezogen ist es, scheint es so, aber das ist ein bisschen zu lang jetzt so, ich weiß nicht. Ja, geht ja auch schon wieder jetzt, weil ich habe 2009 aufgehört. Ich glaube, Nick hat es 2010 übernommen. Was haben wir denn seitdem erreicht? Ja, 11 war gut, 11 war stark. Ja, aber nichts, was wir nicht vorher schon hatten. Mhm, das stimmt. Und ich sag mal, ich habe auch 3 EM-Medaillen geholt. Ja? Und er hat auch nur 3 EM-Medaillen vorzuweisen. Bei Olympia nichts gerissen, bei einer WM nichts gerissen. Ja. Das ist die Frage. Und das mit so Leuten wie Tommy Böhme, der in seiner Kategorie unter den besten 3 ist, mit so einem Typen wie Alex, der in seiner Kategorie mittlerweile unter den besten 3 ist. Der Welt, und nicht irgendwie der deutschen Nationalmannschaft, sondern der Welt. Ja, das verstehe ich auch nicht. Gerade beim Alex, den musst du eigentlich 30 Schüsse pro Spiel geben, wenn du da so einen in der Mannschaft hast und der Tommy 20 und der Rest darf sich dann noch 10, 15 aufteilen und dann gewinnst. Also so vom Gefühl her machst du damit nichts falsch, gell? Oder aber irgendwie, was die da rumspielt, klar kannst du den Ball laufen lassen, aber normalerweise müssen die viel mehr in Aktion treten. Und immer erst, wenn es dann vorbei ist, treten die aber in Aktion. Ne? Ja, also das ist das, was sie anders machen müssen diesmal. Nutzt nur alles nichts, wie gesagt, es fehlt so ein bisschen jemand auf dem Spielfeld, der ab und zu mal so die Gordon in der Hand macht. Und wenn es nur der Trainer von draußen macht, der hat nur begrenzte Eingriffszeiten. Das verstehe ich halt nicht. Und dafür sind die Spieler einfach eigentlich zu gut, die können alle das Spiel. Ja? Wissen also, wie es spielt. Die brauchen und trauen sich auch auf dem Spielfeld nicht, quasi da Dinge mal zu ändern, weil der Trainer das nicht möchte. Das ist meine Sicht. Also ich will den Trainer nicht verteidigen, weil ich glaube, da hat er einfach nichts vorzuweisen, um da nicht angegriffen zu werden. Ich glaube, ein riesiger Punkt ist einfach Vertrauen. Also die Jungs müssen aufs Spielfeld gehen und sich selbst vertrauen. Ja, aber guck, ich rechne und alle vertrauen. Und das sehe ich nicht, dieses Vertrauen. Seit 10 Jahren hat er das in die Jungs nicht einimpfen können. Woher soll es denn jetzt kommen? Ja, man muss halt hoffen, ne? Weil den Jungs wünscht man es doch wirklich Jahr für Jahr wieder aufs Neue. Gell? Alle 12, die haben es alle verdient, die tun alle hart dafür arbeiten. Und wie gesagt, wenn Alex siehst, was der für einen Rollstuhlbasketball quasi aufgegeben hat, wie der sich geschunden hat, um da hinzukommen. Oder Tommy von frühester Kindheit an, guck mal, wie gesagt, erst dann haben seine Eltern ihn nach München gefahren, dann haben sie nach Jena gefahren. Ja, sein Vater war immer mit dabei. Also die haben ihn ja quasi 5, 6 Jahre quasi durch ganz Deutschland gefahren. Ja. Und guck, was aus dem Jungen geworden ist. Und das ist ja schade, dass sie das dann international nicht die Lorbeeren dafür abholen können, weil der Rest der Mannschaft ist ja auch da. Es ist ja nicht so, dass es nur die 2 sind. Nein, das sind ja keine Ergänzungsspieler, sondern auch Topstars. Ja. Alles außenrum. Und
die müssen das irgendwie abliefern. Ich habe jetzt auch keine Zauberformel und vorm Fernseher zu schimpfen ist immer einfacher. Das Aber steht man definitiv fest. man wünscht sich immer, dass die irgendwie die Eier in die Hand nehmen und das Ding einfach selber schaukeln. Ne? Das ist so. Aber das wird meiner Meinung nach nicht mehr passieren. Dafür ist in den letzten Jahren zu viel passiert, dass die Jungs alle nur noch, wenn es dann eng wird, auf den Trainer gucken und sagen, so jetzt versuch du uns mal das richtige Play aufzumalen. Und dann kann der was aufmalen, aber wenn ich selber kein Selbstvertrauen mehr habe, dann kannst du mit der Trainer auch nicht eine Auszeit zurückgeben. Ja. Das ist so. Und das ist das, was halt dann, was andere Länder uns voraus haben. Gerade die Amis oder die Engländer, die sind nicht so wesentlich besser, aber die strotzen einfach vor Selbstbewusstsein. Ja? Ja, wobei hast du das Finale gesehen bei der WM? Gegen USA, nee, das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe alle Spiele vorher gesehen. Und das war ganz komisch. Der Pratt, der hat ja auch den Champions Cup gewonnen mit seinen Bankshots da die ganze Zeit über die linke Seite. Und gegen die USA, wo es dann in die Crunch-Time ging, hat er auf einmal aufgehört, den zu schießen. Hat irgendwie das Vertrauen in sich selbst verloren. Also ganz komisch. Und der hat eigentlich damit das Spiel weggeschenkt. Und der Jake ist völlig durchgedreht, wie er es halt kann, wenn man ihn das lässt. Und dann hat er das gewonnen für die. Das Problem ist, dass die Engländer sich zu sicher waren, dass es gewinnen. Wir haben ja zur Halbzeit mit Ja, die haben schon 10 oder 12 geführt und waren eigentlich der Meinung. Und die Trainer haben zwar gewarnt, aber wie das halt so ist, ne? Die Spieler haben halt gedacht, komm, die haben wir im Sack. Aber du musst bei Amerikanern, wie gesagt, da ist ein Check drin, der quasi immer heiß laufen kann. Ja? Und auch ein Scott, wie gesagt, der ist eigentlich nicht zu verteidigen. Die haben ja immer mit ihrer Pumpelaufstellung da angefangen, wo nur Brian und der Dings, wie heißt der bisschen dunklere, der bei Gran Canaria war. Also die haben halt mit so einer eigentlich so Mittelfeldaufstellung angefangen und dann Sirio und Jake nachgeliefert und die haben dann immer die Spiele für die gewonnen. Auch, aber gut, wenn es die Mannschaft halt so macht, ne, und wenn es eingeimpft ist, wenn die Ersten das Spiel offen halten, gewinnen wir es hinten raus. Genau. Und, ne, also eigentlich geile Dinge auch. Wer war denn dein bester Trainer? Du hattest ja auch ein paar Trainer, den du hattest als Spieler. Jetzt der dir, und du warst ja auch ein selbstbewusster Spieler, du warst ja auch so ein bisschen Trainer auf dem Feld. Immer, also ich habe natürlich am meisten profitiert vom Stefan Donner. Weil wir waren uns sehr ähnlich, glaube ich. Ja, und das hat mir, glaube ich, sehr gegeben, dass der konnte mich auch mal wieder ranholen, runterholen. Ja, ich habe zwar nur 1,5 Jahre unter ihm gehabt, aber Stefan war so gefühlt, hätte ich ihn quasi zu allem mit hingenommen. Weil er war auch von außen nicht zu lenken, sondern er hatte seine klaren Vorgaben, was auch andere Trainer haben. Aber die lagen mir am meisten. Ich konnte mich auch gut mit ihm austauschen, was für mich immer wichtig war. Ja? Weil ich natürlich auch immer ein Spieler war, der das Spiel aus meiner Sicht gelesen hat und ich brauchte ja dann irgendjemanden, und das konnte ich mit Stefan. Ja? Das muss ich sagen, das war Donner. Siggi war halt ein ganz anderer Typ, Siggi Mörtel. Ja? Der hatte vom Rollstuhl-Basketball keine Ahnung. Da wusste ich immer nie, warum der ist, also aber wie der ist oder ob der hilft. Aber der war halt menschlich. Also menschlich war Siggi quasi genau das Puzzleteil, was wir gebraucht haben zu dem Zeitpunkt einfach. War das so ein Klinsmann so ein bisschen so? Oder? Ja, eigentlich besser, weil wie gesagt, Siggi ist ein Menschenfänger. Siggi ist einfach, der kann jeden Charakter, und du hast in der Mannschaft immer schwierige. Ja? Wir hatten Mädels mit dabei, wir hatten Ngazi mit in der Mannschaft und wie gesagt, jeder hat so sein Wehwehchen und Siggi war immer in der Lage, alle wieder einzufangen, egal wie scheiße das Training war oder wer aus der Reihe getanzt ist. Und wir wussten ja selber, dass wir genug Potenzial haben, ja, damals in dem Team. Ja, wir konnten uns nur selber schlagen. Und das hat Siggi immer wieder geschafft, quasi uns das klar zu machen und da immer wieder das Feuer, was wir uns dann, oder die Probleme, die wir uns selber geschaffen haben, weil wir auf dem Spielfeld hatten wir ja keine. Wir konnten uns nur im Training oder außerhalb vom Spielfeld Probleme schaffen. Die hat er immer wieder gemanagt und das war perfekt. Im Endeffekt, ich will es ein bisschen vergleichen mit dem Trainer von Exleben jetzt. Michi, ja. Michi hat ja auch im Endeffekt vom Rollstuhlbasketball auch keine Ahnung gehabt. Kam ja auch wie die Jungfrau zum Kind. Ja, genau. Stimmt, ja. Hat sich reingearbeitet, aber du wirst ja selber sagen, das ist schon ein Unterschied, ob du dich mit dem Rollstuhl auskennst, den Sport selber spielst, das sehe ich mal bei den Schiedsrichtern,
oder ob du nur quasi autodidaktisch was lernst, weil das welche erzählen und so weiter. Und das war beim Vicky so, der hat immer gesagt, alles was mit dem Rollstuhl zu tun hat, bringt es euch selber bei, weil ich kann es euch nicht erklären, vormachen. Ja? Und das war so. Und der hat einfach das Gefühl gehabt, wie muss ich wen nehmen und warum, weshalb. Und das hat halt perfekt gepasst. Ja, der Michi Engel ist, glaube ich, auch, dem schenken auch alle irgendwie viel Vertrauen. Und ja, der ist von seiner Art her, also er kann auch gut mit Menschen. Und das ist, glaube ich, weil im Endeffekt bei X-Leben hast du ja auch quasi 12 fertige Spieler, also oder 10. Ja? Und braucht es quasi erst immer 2, 3 Rookies dabei gehabt, was sie ganz gut gemacht haben. Du musst ja aber auch erstmal halt entwickeln, ne? Das haben sie auch ganz gut geschafft, muss man sagen. Aber jetzt in dem Status, wo er dazugekommen ist, konnte er eigentlich nur verlieren, aber er hat sehr selten verloren. Genau. Ne? Und das ist schon stark. Ne? Und da muss er sagen, auf dem Niveau, wo es dann hingegangen ist, da hat er seinen großen Teil dazu beigetragen, weil das wirst du nicht ohne Trainer. Also da kann die Mannschaft so gut sein, wie sie wollen, aber im Endeffekt brauchst du dann jemanden draußen, der dich selber persönlich liest, ne? Und die Entscheidung auf dem Spielfeld treffen kann und auch zum richtigen Zeitpunkt mal eine Auszeit nimmt oder auch das Spiel erkennt und so weiter. Diese kleinen Feinheiten dann, das haben die Spieler schon alle selber gemacht. Das ist ein Jake Williams oder ein Matt Scott oder ein André Binek. Aber dass solche Spieler das tun, was sie dann tun auf dem Feld, dafür ist der Trainer schon mit verantwortlich. Ja, definitiv. Also das ist ja wieder eine Brücke zu Deutschland so ein bisschen. Ne? Egal wie, was du kannst, das ist ja genau der Punkt. Ein Tommy kann alles, ein Alex kann auch alles und der Rest der Spieler, die in der Nationalmannschaft spielen, können auch alles. Aber sie kriegen es dann in den entscheidenden Momenten, wo sie es bei ihren Heimatvereinen, bei Landil kriegen sie es hin, bei Exlingen ist Alex in den entscheidenden Spielen, da macht er seine 30 Punkte, ne? Und Tommy genauso. Ja, warum kriegen sie das dann nicht zusammen mit der Nationalmannschaft hin? Der Donner, der hat bei Frankfurt, der war der Einzige, der geschafft hat, dass Frankfurt ihr Potenzial abruft, aber halt nur über 30 Minuten. Am Ende haben sie dann doch immer verkackt. Die haben ja gegen Landil mal so im ersten Viertel 30:10 geführt und so Sachen. Ne? Also der hat schon viel aus denen rausgekitzelt und der hat was Geiles da auf der Homepage. Hat er über sich gesagt, wenn die Spieler, wenn die Mannschaft gut spielt, haben die Spieler alles richtig gemacht. Wenn wir verlieren, dann hat der Trainer was falsch gemacht. Habe ich als Trainer was falsch gemacht. Ja. Und das ist auch eine geile Einstellung. Ne? Und das ist auch eine Führermentalität. Ja, das genau. ist eine Führermentalität zu sagen, ich mache euch stärker und wenn ich es nicht schaffe, euch stärker zu machen, dann ist es meine Schuld. Und das ist auch... Und so hat er aber auch immer gecoacht. Also wie gesagt, dementsprechend fand ich ihn immer sehr klar strukturiert. Wie gesagt, der hat auch mal ein hartes Wort fallen lassen. Er hat nicht mal zur Sau gemacht. Aber wie gesagt, nie irgendwie, dass es ins Persönliche ging, sondern es ging einfach sachlich um die Tatsache und dann war es auch wieder gut. Und da muss ich sagen, das hat schon die ersten 1, 2 Jahre, also wie gesagt, für mich war der Wechsel damals das Beste, was mir je passieren konnte. Ja, weil es kam zum richtigen Zeitpunkt, ich war gerade so, Landil war gerade wusste nicht, wie geht die Reise weiter und auf einmal hat sich da ein Puzzleteil nach dem anderen zusammengefügt. Das war unglaublich. Also, und wenn man dann sowas miterleben darf, wie auch die Fanbase gewachsen ist, also wie gesagt, wir haben ja, wo ich gekommen bin, mit 100 Zuschauern in Dahlheim angefangen. Und 2 Jahre später sitzen da 1000 Leute und 1500 Leute und jubeln dir zu und du bist da so ein gefühlter Popstar. Waren einfach. Aber der ist immer noch geil, ne? Aber es ist nicht weitergewachsen, muss man auch sagen. Das ist jetzt stagniert jetzt so ein bisschen. Ne? Aber es ist auch nicht einfach in dem Sport. Ist halt schwierig, weil die Konkurrenz fehlt. Im Endeffekt gegen Exleben können sie quasi teilweise die Ritter-Arena voll machen. Ja, aber keine weitere Mannschaft ist dann in der Lage, dieses Potenzial zu erfüllen. So, wo willst du dann quasi, wenn du jetzt eine Liga hättest, wo nur Mannschaften wie Exleben drin wären, die dich fordern? Dann würden die auch im Schnitt von 2000, 2500 Zuschauern wachsen. Ne? Woanders wächst nicht, weil das ist schon schwierig. Ich war damals, Champions Cup 2005, oder? War der erste, den... Das war der erste zu Hause. Nee, wir haben 2004 gewonnen. 4 war in Spanien, oder? Genau, wir haben in Madrid. Da war ich, da durfte Heidelberg, ist ja 3 Meister geworden und 4 durften die Champions Cup spielen. Genau. Da habe ich euch dann zuschauen dürfen. Was ich nie vergessen werde, ist,
das Turnier hat ja nicht der Pat gewonnen, sondern der Joey. Also ihr als Mannschaft auf jeden Fall, aber so der absolute MVP war einfach der Joey. Was der geleistet hat in dem Turnier war einfach so brutal. Nicht, weil er hat auch gescored, aber wie der sich aufgerissen hat fürs Team, war ultra krass. Und ich werde es nie vergessen, Pat wurde natürlich MVP mit seiner Spielweise und seiner Art. Und das Erste, was er gemacht hat, ist den Pokal sofort an Joey zu reichen, weil er genau wusste, wer da der Schlüssel war. Ja, die zwei haben sich halt nicht nur auf dem Feld blind verstanden, auch neben dem Feld. Und die sind immer noch beste Freunde. Und dann haben sie jetzt erst wieder, Ben hat einen kleinen Joke gemacht. Joey ist in die Hall of Fame aufgenommen worden, des Basketballs in Kanada. Mhm. Und da hat Pat zu ihm gesagt, ich wusste gar nicht, dass es noch einen berühmteren Rollstuhlbasketball als mich gibt. Geil. Und das sagt alles über die zwei aus. Also die sind quasi die verstehen sich so gut und respektieren sich gegenseitig so großartig, und das merkt man halt auch auf dem Spielfeld. Dass die da wirklich, da gönnt der eine dem anderen alles, und das ist halt, das hat die zwei auch so stark gemacht. Und wenn du das schaffst, eine Mannschaft hinzukriegen, dass der eine auf dem Spielfeld, die müssen nicht außerhalb alle Freunde sein, das wäre immer schön. Aber das hatte ich in meiner Jugendzeit, ich bin irgendwann Vizespargerdemeister in der DDR geworden, im Fußball. Das war schon was. Also es war wie ein deutscher Meistertitel, Vizemeister, ja. Mit Bezirksauswahl 12. 84 war das. Also warst du im Fußball schon auf einem professionellen Weg, oder in der DDR war es wahrscheinlich jetzt nicht professionell? Ja doch, wir hatten ja auch Profis. Ja. Die hießen nur nicht direkt so, sondern die waren zwar bei den Betrieben angestellt, aber haben Vollzeit Fußball gespielt. So wie Beamte heutzutage, die Sport machen. Die sind nur einmal im Monat zum Betrieb hingegangen, haben das Geld abgeholt und sind wieder gegangen. Und da waren wir auch, außerhalb des Spielfelds waren wir keine Mannschaft, aber auf dem Spielfeld haben wir es geschafft quasi, und da haben wir uns bis zum Endspiel vorgekämpft. Wie lange hast du Fußball gespielt? Bis zu meinem Unfall, bis zu meinem 18. Lebensjahr. 18. Und da warst du noch eigentlich auf dem Weg auch? Ich war bis 16 beim FC Karlsruhe Jena, und dann habe ich Verein gewechselt hier in Jena und haben aber die höchste deutsche Liga gespielt. Also es gab eine DDR-Juniorenliga, und da haben wir mit dem zweiten Verein aus Jena auch oben gespielt, weil wir damals quasi, wir waren von den 11 Spielern. Jena war ja riesengroß, also Jena war eine richtige Fußballstadt. Das war die Macht. Ja, wir haben aber auch in der DDR Junioren-Oberliga gespielt und haben quasi auch die großen Vereine geärgert, wie Chemnitz, wie Dresden, wie Leipzig. Leipzig war doch erster deutscher Fußballmeister, oder, glaube ich? Ja, damals, aber das waren die, das ist gar nicht Lok, sondern das waren die anderen. Wie sind die? Ich weiß auch nicht, aber gut, sei es drum. Du warst quasi immer schon ein Profisportler. Ich wollte immer, das war immer mein Ziel. Und dann irgendwann hatte ich einen Unfall, und dann habe ich mir gedacht, gut, habe ich Rollstuhlbasketball kennengelernt, und irgendwann hat es Klick gemacht. Das hat dann 4 Jahre gedauert, 90 Autounfall, und 94 habe ich dann gesagt, komm, du musst wieder mehr Sport machen. Also ich habe bis dahin immer einmal die Woche trainiert, in Weimar bin ich einmal die Woche hingefahren, habe dann aber 94 in Zwickau angefangen, und da habe ich dann gleich dreimal die Woche trainiert, und von da an ging es quasi wirklich steil bergauf. Weil ich dann wieder quasi gemerkt habe, dass Sport genau das ist, was ich vorher machen wollte. Das habe ich dann wieder gemacht, und dann auf einmal hat das Leben wieder Sinn gehabt, und es war einfach nur alles einfach geil. Muss man ehrlich sagen, also Sport hat enorm viel Kraft. Ja, also mein ganzes Tun basiert auf dem, was ich im Sport gelernt habe, oder so wie ich Sport denke. Das lässt sich genauso aufs Leben, aufs Zuhause und aufs Geschäft übertragen. So wie man da denkt, handelt und fühlt und führt, ist so. Es werden ja auch gern, die Spitzensportler werden ja gern in den großen Konzernen genommen als Führungskräfte. Ja, immer mehr, ja, das ist so. Weil die gewisse Sachen einfach tun, weil die wissen, sich zu schinden, die wissen, was es bedeutet, für einen Erfolg hart zu arbeiten. Ne? Und können auch mit Niederlagen umgehen. Du lernst so viele Sachen im Sport, also du musst nicht immer mega erfolgreich sein. Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich habe so viele Sportler, mit denen ich jetzt immer noch gut befreundet bin, die ich in meiner Karriere kennengelernt habe. Und das ist einfach geil. Kennst du auch ein paar Profi-Fußballer in deinem Alter quasi, die dann den Weg weitergemacht haben? Der Beste ist Bernd Schneider. Genau, Bernd Schneider, ja. Er ist eigentlich ja jünger als ich.
Der hat damals, Seid ihr noch irgendwie verwandelt? Oder der habt wohnt ihr wieder in noch- Jena. Weiß Wenn wir ich uns treffen, nicht. quatschen wir halt und so. Okay, Also ja. verwandelt sind wir nicht, weil, wie gesagt, seine Karriere ging in die Richtung, meine ging in die Richtung. Ja, Aber er weiß, was ich gemacht habe und ich weiß, was er gemacht hat. Und wenn wir uns in der Stadt Ja, sehen, ja, dann ja. quatschen wir halt mal. Ja, aber das ist einer, Michael Maul, Ronald Maul, der war damals, hat beim Hamburger SV, war auch zweifacher Nationalspieler. Der ist mein Jahrgang, bei dem habe ich Jena gespielt. Mhm. Ja, also wir hatten schon einen guten Jahrgang. Geil. Und wie gesagt, der Bernd war ein Jahrgang jünger, die haben aber dann schon, weil sie schon so viel Talent hatten, er und noch ein Kumpel, der Campbell, die haben damals dann bei uns mitspielen dürfen. Und der Campbell war dann bei der U14, wo wir Vizemeister geworden sind, ist er ausgezeichnet worden. Der ist mit ins All-Star-Team gekommen, obwohl er noch ein Jahr jünger war als wir alle anderen. So viel Qualität hatte der. Ja, und der war damals mit Bernd Schneider, das waren so die zwei aus dem jüngeren Jahrgang, die quasi, und einer hat es halt geschafft, Dirk nicht so. Er hat zu sehr das Leben genossen und Bernd hat halt irgendwann eine Kurve gekriegt. Und hat dann Aber der war auch ein Genießer, oder? Oder hat er dann. die waren alles Genießer. Also in Jena, das war nicht einfach, weil Weil du er selber? also man sagt ihm ja zumindest nach, zum einen war er der erste weiße Brasilianer, ne? Also auch zu Recht kann man ja sagen, bei Leverkusen die Zeit war schon grandios genial. Aber er war auch, glaube ich, einer, der dann immer noch auch aufs Leben geschaut hat. Er hat zum Glück dann irgendwann, wo er aus Jena weg ist, doch die Kurve gekriegt und ist dann zum professionellen Fußballspieler geworden. Weil hier in Jena wäre es nicht geworden, weil da gab es einfach, die Ablenkung war zu groß. Es gab zu viele Jugendclubs, zu viele Studenten, zu viele Partys. Da Profi wirklich zu sein, war schwierig. Und deswegen war damals dann, der ist ja dann zu Frankfurt gegangen, war ja, glaube ich, ein Jahr in Frankfurt und dann ist er jetzt in Leverkusen. Ja. Aber FSV, oder? Nee, Eintracht. In der Eintracht. Ja, ich glaube, der war bei der Schau dir Eintracht. das Video an, bevor wir hier 100 Jahre quatschen. Der läuft. Er war ein Jahr bei der Eintracht, glaube ich. Und ist dann zu Leverkusen und dann dort ist er ja dann ewig geblieben, obwohl er auch Ja, noch bis zum Schluss. mehr Angebote Ja, gekriegt ja. hat und so weiter, aber er war immer sehr bodenständig und ja, ich glaube, sein bester Freund war Kali. Ja. Aber ist ja auch so ein Menschenfänger, muss man auch sagen. Ja, Kali ist auf jeden Fall ein Nee, aber wie gesagt, mit den Jungs, wie gesagt, wenn wir uns jetzt sehen, quatschen wir noch. Und wie gesagt, die haben ja auch in Jena eine Altherrenmannschaft aufgemacht. Mhm. Nennt sich, ich glaube, Grasshoppers. Genau, Grasshoppers nennen die sich. Und da spielt der Schnicks mit und noch ein paar andere, mit denen ich auch früher selber gespielt habe, also die mein Jahrgang sind oder ein Jahr drüber. Also wenn ich da ab und zu mal hingehe, wie gesagt, kenne ich von den 15 Leuten, habe ich mit 10 zusammengespielt. Ja, sehr geil. Und da gibt es auch mal ein schönes Hallo und die treffen sich auch noch und die machen so Benefizspiele. Also der Bernd Schneider schon sehr ein Name ist, der zieht. Kriegen die halt dann dafür 200-300 Euro, wenn sie irgendwo auf dem Dorf bei irgendeinem Dorffest mitspielen und dort als Traditionsmannschaft auftreten. Ja. Ja, meistens schnicken sie die anderen dann immer weg. Ja, das machen sie schon ganz gut, die Jungs. Wie ist denn das so zur Kultur und so? Was ich finde ist, du bist ja auch in einem Verein tätig, ich habe jetzt 3 Jahre Pause gemacht, bin wieder zurück, aber ist schon ein bisschen anders geworden, oder? So dieses Untereinander im Vereinsleben, im Rollstuhlbasketball ist jetzt, weiß nicht, ob das diese Professionalität ist oder was auch immer, aber irgendwie war es früher Also bei uns im Osten muss ich sagen, gefühlt gemeinschaftlicher. geht's noch. Also wir haben dadurch, dass wir jetzt über Jahre die Regionalliga quasi, wir spielen jetzt auch schon 3 Jahre drin oder 4 oder 5, ich kann nicht mal überlegen. Was haben wir jetzt? 23 und wir haben 5 Jahre spielen wir jetzt auch schon Regionalliga. Und da kennt man sich natürlich. Es ist schön, also wir haben noch viele, die wir kennen und es funktioniert auch noch. Aber in den oberen Ligen ist es schon sehr professionell geworden. Also es ist schon, man hat sich so ein bisschen vom Fan abgewandt und will das versuchen zu sehr zu professionalisieren. Es ist einerseits, möge das der richtige Weg sein, ich weiß es nicht, aber wir haben, also wenn ich an meine Zeit bei Landil denke, haben wir immer von unseren Fans gelebt. Es war mir nie zu viel. Wenn nach dem Spiel dann auf einmal die Leute kamen, weil du hattest immer das Gefühl, du wusstest zumindest für was du es tust. Und so eine gewisse Fannähe, ich hatte nie das Gefühl, ich glaube, das wird ja jetzt auch nicht passieren, dass die dich bedrängen oder dir auf den Zeiger gehen oder irgendwas, sondern ich glaube, das wäre immer noch der Punkt, wo du dich abgrenzen kannst von anderen Sportarten.
Und das ist aber das, was bei Lerndl weniger geworden ist. Also das beklagen auch die Fans selber. Ja. Was Ex-Leben auch natürlich schwierig hinkriegt, weil sie natürlich nicht so gewachsen sind. Die sind eher in dieser sportlichen Natur gewachsen. Ja, die können, also wenn ich noch dran denke, wo wir Meisterschaften gewonnen haben, oder ist ja bei euch nicht anders gewesen, wurde immer sehr zelebriert, wenn man was gewonnen hat. Ja, wurde gefeiert. Das ist heutzutage nicht mehr so. Nee. Aber also wir haben letztes Jahr sehr viel gefeiert. Das hat auch mir, glaube ich, viele graue Haare beschafft. Bei uns ist halt aber auch immer noch die Motivation die alte. Ne? Bei uns ist die Motivation zusammen gewinnen, verlieren, Spaß haben. Spaß haben steht halt irgendwie noch an gleich hoher Stelle. Ne? Obwohl man natürlich weiß, dass wenn du dann mal einen Abend nicht so sportlich lebst, dass du dann länger als 2 Tage brauchst, um das wieder wegzumachen im Körper. Das ist halt die Frage heutzutage. Ich meine, wenn ich die Jungs sehe in Ex-Leben und Lerndl, dass die, was ich jeden Tag 2-mal trainieren, ist halt die Frage, ob es dann sinnvoll ist, 5 Tage kaputt zu machen ja, mit richtig. einem Abend. Das ist halt die Frage. Und ich meine, das macht halt den Unterschied aus, aber auf welchem Niveau, ja? Auf dem Niveau Final Four Champions Cup. Da spielen halt 4 Mannschaften auf dem Niveau in Europa und der Rest nicht. Und dann muss man sich schon, ich weiß nicht, kann man sich die Frage stellen, ist es das wert? Ne? So ein bisschen. aber ich glaube auch, dass sich so ein bisschen die Kultur geändert hat. Also ich sehe es bei meinen Spielern, gerade die Jungen, die nachkommen, sind nicht mehr so feierwütig, wie wir das mal früher waren. Ob das besser oder schlechter ist, ich kann es nicht einschätzen. Ich will das auch nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt... Nee, beurteilen will ich es auch nicht. Weil, wie gesagt, man kann ja eine Party niemanden aufzwingen. Es muss ja quasi aus den Leuten selber rauskommen. Ja, ich habe nur gesehen, dass die Kölner jetzt wieder nachgelegt haben mit Gazi und mit Heimbach. Ja, was ist da los eigentlich? Gell? Gazi, also beim Heimbach dachte ich mir so, ja okay, also der ist ja noch so, ich glaube, irgendwie ein bisschen jünger als ich. Ja, und, aber Gazi ist ja so alt wie du. Der ist älter als ich. Älter, ja. Ne? Also, aber Pogovic ist aber auch hin, oder? Wahrscheinlich ist es irgendeine Aufstellung, die sie brauchen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber Gazi habe ich schon größten Respekt, als ich den da auf dem Foto gesehen habe. Gefragt, ja okay, bei Salzburg ist er noch eingeflogen, da hat er 5-mal im Monat im Jahr und hat da ein bisschen mitgespielt und hat immer noch seinen Kopfsprung hat er noch drauf, aber der Rest lässt natürlich mit der Zeit nach. Aber gut, ich freue mich drauf, Gazi zu sehen, das wäre geil. Keine Ahnung. Wie gesagt, Gazi zum Beispiel kommt noch jedes Jahr, wir machen ja auch ein Tryout für die Kiddies. Und er kommt jedes Jahr in den Osten gefahren und trainiert die Kiddies. Aber dieses Jahr ist wieder im... Ehrenmann. Ja, muss man sagen. Also das lässt er sich auch nicht nehmen. Da kommt er teilweise mit dem Smart oder mit dem Zug an. Also auch die Anreise ist nicht mit dem Smart aus dem Westen fährst du halt dann 3, 4 oder eine Stunde länger als mit einem normalen Auto. Ne? Oder wenn er mit dem Zug nimmt, dann fährt er wahrscheinlich noch länger. Ja? Aber das lässt er sich nicht nehmen. Er ist jetzt schon zum 5. Mal da gewesen. Oder so. Ja? Also Hut ab. Und wie gesagt, also da ist immer noch so ein bisschen in der Szene unterwegs. Da können wir immer noch froh sein, dass so einige was machen. Und jetzt kommen ja auch ein paar Junge nach, die auch mal erfolgreich Basketball gespielt haben und da vielleicht wieder was machen. Ich glaube, die Junioren, also erstmal geil, dass der Volk da jetzt die U19 macht. Ne? Man merkt auch, dass der so ein bisschen anzieht und irgendwie da richtig Bock drauf hat. Die U22 ist, glaube ich, grundstabil mit dem Peter Richards, das passt alles, aber da kommt wieder ein bisschen näher. Vielleicht braucht die U19 so einen Menschenfänger. Ja, genau, also, der Sepp ist auch ein Menschenfänger, ja, das ist ein kann, guter Ausdruck. egal wie negativ was ist, der kann es immer positiv vermitteln. Ja, das stimmt. Gibt glaube ich, beide aus Erfahrung, oder? Ja, auf jeden Fall. Nee, der ist ja auch Kind geblieben. Ne? Das ist ja auch so was Wichtiges, was da gibt's, ich wusste das gar nicht, aber der ist jetzt so medial rumgelaufen vom Ante Kopoplo oder wie der heißt, der Grieche, das Monster da von den Bucks, hat gefragt, so ja, was der Kobe, das Wichtigste ist, was Kobe mitgegeben hat. Und da hat er gesagt, das Wichtigste für ihn ist, Kind zu bleiben. Weil Kinder nie die Fantasie verlieren, immer wissen, wie sie mit etwas spielen können und mit dieser Fantasie gewinnt er Spiele, sagt er. Also, und Kind bleiben ist halt irgendwie eins der wichtigsten Sachen, dieser ganze Ernst und 50.000 Leute außenrum und was weiß ich, ist alles viel weniger wert als einfach
zu leben, halt Kind bleiben. Kind bleiben ist mein größtes Lebensziel. Das ist wirklich so. Also jetzt, mir fällt es bisher nicht schwer, aber der Sepp ist so ein perfektes Beispiel. Riesenrespektperson, mitten im Leben, Das aber stimmt. halt einfach Kind geblieben, der Kerl. Einfach geil. Und ja, aber hast du die WM verfolgt? Die Deutschen? Ja, ich habe schon, die oder? deutschen Spiele habe ich alle gesehen, ja. Weil jetzt ist es ja so, die hatten ja auch meiner Meinung nach jetzt hin oder her, wie sie jetzt gegen Iran gespielt haben, hatten sie auch ein bisschen Pech, dass sie dann 3 Luschen einfach hatten hintereinander, bevor sie gegen Iran gespielt haben. Die hatten ja, glaube ich, Kanada, die haben sie noch weggehauen, vorerst. In der Und, Vorrunde ja. hatten sie es nicht so schwer, da haben sie es ja. Und dann Thailand war noch so ein bisschen, Ja. aber der Rest war ja wirklich so ein bisschen Vogelfutter. Und dann plötzlich Iran, hochmotiviert, war glaube ich nicht so einfach. Jetzt ist es ein bisschen anders, hast du dir angeschaut? In der Vorrunde Jetzt haben sie erst Vogelfutter die ganze Zeit, also ich glaube Lettland, Schweiz und dann kommen die und dann kommen Polen, Niederlande, Spanien. Und das ist schon, je nachdem wo man landet, gell? Aber das Ja. ist schon eine bessere Vorbereitung fürs Viertelfinale. Darauf kann man hoffen, dass das Ach so. die vielleicht zum Reinspielen ins Turnier ein bisschen besser ist. Dass die Competition, meinst du, dass die quasi ihnen hilft, quasi ins Turnier besser reinzukommen? Ja, aber das ist ja doch schon so, dass die sich, wenn es um weniger geht, leichter tun. Das ist ja einfach Ja, Fakt. gut. Ne? Bei Vorbereitungsspielen sind sie ja immer Weltklasse. So. Und dann, Ja gut, ich war jetzt in Ulm, da haben die Holländer mal ernst gemacht, da sahen sie nicht aus wie ja, Weltklasse. stimmt. Da Haben sie gebe ich sich- dir auch recht. Ja. Haben sie sich von Holland und die haben definitiv nicht diese Qualität, die die Deutschen haben. Ja. Wobei der Ein Van den Spieler- Orp ist schon geil. Ja, aber der hat komischerweise im Spiel, ich habe ihn kaum gesehen, ich habe mich gefragt, wie alle den so toll finden. In dem Spiel war er nicht toll, haben andere quasi, aber die Holländer bringen wieder dieses alte Spiel rein, also einfach ein bisschen, die sind alle quasi basketballerisch nicht die Besten. Nee, das stimmt. Ja, Ja. aber die wissen alle, wie das Spiel geht. Die sind eklig auf dem Spielfeld, die wollen verteidigen, die wollen das Spiel gewinnen, als Team auch. Ja? Und das funktioniert halt. Ne? Da kämpft auch einer für den anderen. Und Ja, der muss, so einer wie der Korkmaz sitzt Ja. auf der Also Bank, das spielt kann man- 8 Minuten, aber wenn er spielt, geht er Vollgas Ja. und ordnet sich voll unter. Das Ja. hat mich sogar überrascht, aber macht er. Also ist auch irgendwie geil zu sehen. Ja, aber das stimmt, also war das erste Spiel, das zweite Spiel. 21 gewonnen, jeweils gegen die Briten und 21 jeweils verloren. Aber ja, wie du sagst, wann ist ernst und wann macht der Gegner was, ne? Das ist auch so. Du bist nach Ulm gefahren, ich habe es mir auch überlegt. Aber es war noch ja gut, ich habe zu mich stressig. mit Joey noch getroffen, weil wie gesagt, wenn er schon mal in Deutschland ist, Okay. dann habe ich gesagt, soll sich mal melden, dass wir uns wenigstens mal sehen und mal quatschen können und so weiter. Wie gesagt, sonst telefonieren wir ab und zu mal, aber das ist ja auch nicht dasselbe, als wenn du jemanden persönlich mal triffst. Und habe meine schönsten sportlichen Zeiten verlebt. Der hat doch bei einer Rollstuhlfirma gearbeitet, oder? Nee, macht er nicht mehr, der arbeitet jetzt für den Verband. Also nur noch England halt, oder? Nee, Oder nee, in nee. Kanada auch? In Kanada hat er bei der Rollstuhlfirma aufgehört, arbeitet für den Verband und organisiert dort in seinem Gebiet, in seinem Area quasi für Kinder Behindertensport, also Rollstuhl, Basketball, Tennis und noch 2, 3 andere Sportarten. cool. Muss quasi Events planen und so weiter. Und das macht er jetzt nebenbei noch, halt vom Laptop aus. Und weil er gesagt hat, okay, das will ich mir nicht entgehen lassen, mit meinem Bruder zusammen mal einmal die englische Nationalmannschaft zu trainieren. Weil Gibt das aber wirklich ordentlich Cash, also Das kommt ist auch nicht so wahrscheinlich schlecht. noch dazu, weil die zahlen ja gut, ne, die Engländer. Und er macht jetzt noch mit bis Paris, machen sie es beide noch und dann sagt Joey, aber dann hat er einfach keinen Bock mehr. Ja gut, wenn aufs du da, Reisen. wie viele Kinder hat er daheim, die alle auf ihn warten? Ist Ja, auch 3, immer- große ist raus jetzt und Ja. seine Tochter ist jetzt 18 geworden, die ist fertig, die fängt jetzt demnächst mit okay, Studieren wenn an. sie alle Also, da ausziehen, hat er Ja. keine Zeit. aber er hat auch einfach keine Lust mehr. Du weißt ja selber, als Sportler, ich meine, der hat früh mit der Karriere angefangen. Die waren nur unterwegs, der hat quasi auch nur teilweise aus Taschen gelebt. Da hast du irgendwann, also mir geht es nicht anders. Ich habe auch einfach keine Lust mehr zu reisen, zu machen und zu tun, weil ich einfach genug davon hatte, 30 Jahre lang. Aber immer noch machst du es bei Jena, oder? Das ist ja immer noch so. Ja, gut, aber das ist in einer sehr abgespeckten Form und das ist natürlich auch noch meine Herzensangelegenheit. Ich habe den Verein gegründet, das ist mein Baby und so, das ist, du weißt ja selber, wenn du was gründest und du hängst so dran, dann
Ich war zwischendurch ja mal auf dem Absprung. Ich war ja mal Trainer von Exleben für ein Vierteljahr und da ging es in Jena relativ schnell den Bach runter und in Exleben lief es nicht so, wie ich das mir vorgestellt hatte. Und da habe ich dann gesagt, komm hier. Und seitdem bin ich wieder in Jena zurück und das war damals schon eine schwierige Entscheidung. Und da hatte ich aber ein, zwei Leute, die gesagt haben, komm, wir machen es. Ne? Und die haben es aber dann doch nicht so gemacht, wie sie es machen sollten. Und es war auch ganz gut so, dass ich wieder zurückgekommen bin. Und deswegen mache ich das jetzt noch, aber es ist ja eine abgespeckte Form. Guck mal, wir haben alle, 3 Wochen ein Spiel. Ja, ist weniger Aufwand, aber das Herz schlägt schon so, oder das Rollstuhlbasketballherz ist. Das Rollstuhlbasketball, das schlägt. Und wie gesagt, hier in Jena ist es ja auch. Und ich freue mich auch jetzt, die Jungs wieder zu sehen und die Mädels. Und da sind so viele dabei, die wirklich ihr Herzblut da lassen. Ja. Was da draus wird, ist immer eine ganz andere Sache. Gerade bei den Kiddies haben wir alles dabei. Wie gesagt, wir haben die kommen immer früher. Mittlerweile wollen sie schon mit 5 oder 6 Jahren anfangen. Wo ich sage, ihr kommt nicht an die Räder vom Rollstuhl, geschweige denn mit Ball. Wir müssen jetzt mal hier. Und es macht dann so einen Spaß. Und wie gesagt, die Entwicklung zu sehen, das ist halt genau, das Geilste. Und manche hast du wirklich von Anfang an. Also wie gesagt, unser bester Fußgänger jetzt, der hat 2008 angefangen in der Kindergruppe und ist jetzt quasi der Führungsspieler in der ersten Mannschaft. Das ist schon schön. Ja, oder wie so Markus Kitzer, der bei uns angefangen hat, 2010, glaube ich, oder sowas. Ja, und ist der Nationalspieler geworden. Das sind so Sachen, die natürlich schon einfach Spaß machen, wenn du siehst, das, was du weitergibst, scheint ja nicht so der Schlechteste zu sein. Ja. Mittlerweile bin ich wahrscheinlich nicht mehr auf dem neuesten Stand von gewissen Dingen und so weiter. Ja, aber ja, was sind die gewissen Dinge? Ja? Also es wird zwar gelehrt und irgendwas, aber wenn wir ehrlich sind, überholt sich es ja jedes Jahr und fast jedes Spiel, was du tust. Also klar, du baust dir irgendwie ein System auf für die Saison, aber wenn du es über die Saison nicht weiterentwickelst, damit du siegst und ja, fortan siegst. Du musst halt lernen, was macht dein Gegner. Ne? Ja. Und das ist quasi dasselbe Gefühl, du musst das Spiel lesen können. Wenn ich sehe, bei der Nazio, war mittlerweile, habe ich gedacht, dass der Staff größer ist als die Spieleranzahl, oder? Da waren da 8 oder 9 Leute mit bei der WM. Die haben es schon geschafft, das zu knacken inzwischen, keine Ahnung. Aber im Endeffekt geht es halt um Stuhlstellung und Antizipation und Lesen und Reagieren und dann, das ist ja das Wichtigste, gell? Also ich glaube, und das kannst du und dann ist es scheißegal, was in den Lehrbüchern steht, ehrlich gesagt. Man braucht die Lehrbücher, man muss verstehen, wie der Rollstuhl funktioniert. Aber so wie du sagst, wenn du nicht weißt, wie der Rollstuhl funktioniert, wirst du nie wissen, was der Spieler genau, warum, wie falsch gemacht hat. Richtig. Und was da genau gelaufen ist, sondern regst dich vielleicht über irgendwas auf, was der Spieler gar nicht anders hätte machen können oder wie auch immer. Ne? Also das ist schwierig. Und Europameisterschaft verfolgst du von hier? Ja, fährst nicht hin. Ab morgen dann quasi im Livestream. Wieder geguckt. Aber dann bist du schon ein Herzblut-Fan, oder? Also wenn du Zeit hast. Ja, natürlich, wie gesagt, das, was einmal in dir drin ist, das kriegst du auch nicht so einfach wieder raus. Und wie gesagt, wenn du dann den Spielplan siehst, dann guckst du schon, dann schaufelst du die Zeit so, dass du quasi zu den Spielen gucken kannst. Und selbst wenn ich sie dann nicht gucken konnte, dann, wie gesagt, dadurch, dass es leid, dass du einen Stream hat, das kannst du dir da im Nachhinein noch angucken. Wie gesagt, machst du halt dann schon. Schaust du auf die Frauen? Also verfolgst du auch ein bisschen? Oder? Ja, weniger, aber wenn ich zu Hause bin, also dann gucke ich sie schon, weil, wie gesagt... Es kommt halt aufs Spiel ein bisschen an, gell? Also diese Garbage Games habe ich mir von der WM jetzt auch von den Männern nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Ich habe halt nur das, was interessant wurde, geschaut und bei den Frauen jetzt bei der EM, da ist halt Holland gesetzt, gefühlt als Goldmedaillist. Also wenn jetzt die Gesche nicht spielen darf, ich wüsste nicht, wie sie auch mit Gesche ist schwierig. Ist nicht mehr so topfit, wie es mal war. Sie ist auch nicht meine jüngste. Also die ist auch über 40, oder? Ja, die ist auch fertig. Also ich will jetzt nicht sagen, sie ist alt wie du, ist sie noch nicht. Nee, ich kann man nicht werden. Außer Gazi. Sorry, Gesche, ich weiß, dass du noch jung bist. Und aber du hast vorhin kurz gesagt, die Fitness von Holland kann niemand. Das ist einfach so. Die Spanierinnen kommen, gell? Die haben echt ganz gute Ergebnisse bei der WM geliefert. Die Britinnen sind so Wunderkiste, die Helen Freeman ist gefühlt irgendwie... Ja, mich wundert, dass sie quasi, wo sie die auch genauso fördern wie die Männer, aber komischerweise haben sie es bei den Frauen nicht so reingekriegt, wie sie es bei den
wie die Holländer es geschafft haben. Die haben es ja quasi, das, was sie bei den Frauen reingeimpft haben, haben sie den Männern auch übergestülpt und auf einmal, wie gesagt, werden die Europameister mit dem Team, wo du dich fragst, wie konnte das passieren? Oder jetzt bei der WM waren sie wieder im Halbfinale. Wie kann das passieren? Und wir in Deutschland, ja, die Mädels, ja, unsere Mädels müssen jetzt, ja, die müssen mal gucken, dass sie quasi ein bisschen mehr an den Stuhl gehen und ein bisschen mehr mit dem Stuhl machen, weil ansonsten die goldenen Zeiten, wie gesagt, du hast immer mal so ein Zeitalter dabei, wo du quasi so Überspielerinnen hast, ne? Die hatten sie auf den großen Positionen, dann hatten sie noch mit Annika und mit Edina auch noch Low-Pointer, die quasi fahrerisch quasi den anderen ohne Probleme mithalten konnten, ne? Und gerade mit Annika, ich habe, glaube ich, wenige intelligentere Spieler kennengelernt auf dem Spielfeld. Die war schon Bombe. Also unfassbar, ja? Wenn du dann insgesamt mit Marina und so weiter, mit Gesche, die einfach quasi immer 110% fürs Team getan hat, egal ob sie gespielt hat, wo sie saß, ist so unfassbar ein Charaktermensch. Ich habe ja jahrelang mit ihr bei den Hildesheim gespielt, also weiß nicht. Also wenn ich mit 12 Spieler backen könnte, ich glaube 12 Mal Gesche, einfach nur von ihrer Art her, von ihrer Mentalität her. Der hat, glaube ich, nie irgendwann mal gemeckert im Training oder gesagt, das machen wir jetzt nicht. Oder, also ich wüsste es nicht, ehrlich. Sondern im Gegenteil. Immer nochmal, komm, da müssen wir mal drauflegen, das müssen wir noch besser machen. Oder wenn irgendwas schiefgelaufen ist, da hat die nie gesagt, du warst dann schuld. Nie von ihr gehört. Das ist eine Größe, ja. Und das ist ein Charakterzug, der ist, ja. Und das hat es auch mit quasi dahin geführt, wo es ist. Man hat ja auch eine paralympische Goldmedaille geholt und so weiter. Ne? Ja. Aber die Frauen, bei denen muss man jetzt halt, die dürfen halt nicht Vierter werden, meiner Meinung nach. Also die müssen halt Spanien oder GB schlagen, damit sie gegen einen von beiden im Halbfinale spielen. Und bei den Herren, da ist ja, bei uns wäre es Niederlande, Spanien, ist auch nicht so einfach, gell, da Erster oder Zweiter zu werden, muss man sagen. Schauen wir mal, wie die Spanier jetzt zurückkommen. Die Polen sind immer eine Wundertüte, wie gesagt. Muss man auch erstmal schlagen, ja. Aber so gefühlt, der Piotr ist jetzt schon ein Weilchen raus, aber wenn der Filipski da wieder auftritt und so ein paar junge Nachkömmlinge haben sie doch auch, ne, was man liest. Das geht schon. Frankreich ist in der anderen Gruppe, gell? Ja. Das ist auch bei uns. Wir haben nur 4 Gruppen. Geschaut. Nee, 2 Gruppen. 2 Gruppen nur? 2 Gruppen, bei uns Lettland, Schweiz. Ja, stimmt. Die haben sich aufgestockt. Polen, Deutschland, Spanien, Niederlande und die anderen sind Frankreich, Israel, Österreich sind so die, Türkei noch? Die unten ein bisschen mitspielen. Türkei ist jetzt der Gobulak endlich mal in Rente geschickt worden, was ich gehört habe. Aber die haben so einen neuen, der letztes Jahr bei Wiesbaden gespielt hat. Der ist auch nicht schlecht, Günaydin ist nicht schlecht, Efetür, also die sind immer noch gut, ja, die können immer noch spielen. Und GB, wer ist da noch? Türkei, GB, Frankreich, Österreich, Israel und Italien. Und die sind auch mega auf dem aufsteigenden Ast, finde ich. Die haben ja auch Deutschland geschlagen noch bei der WM hinten raus. Und die spielen auch einen guten Ball. Und da ist zwar auch immer noch der, wie heißt der alte Trainer, der Einbeinige? Carlo. Genau, der Carlo. Ist aber immer noch am Ruder, noch ist er am Ruder. Aber die sind schon auch nicht zu unterschätzen, die Italiener. Und wenn du dann Dritter wirst in der Gruppe, glaube ich, ist gar nicht so einfach, da Richtung Halbfinale zu denken. Also ich glaube, die Vorrunde wird es ausmachen. Und dann schauen wir mal. Ja, muss aber dann auch Glück haben, dass du quasi das drüben, dann also wirst du Zweiter und dann, wenn du Pech hast, verliert irgendein... Das ist ja oft so passiert, gell? Auch euch. Wir haben das Glück immer wieder gehabt und haben es aber dann, wir sind ja bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, Paralympics nie übers Viertelfinale hinausgekommen. Wir haben im Viertelfinale immer abgekackt. Wieso auch immer. Egal wie gut ihr in der Gruppenphase wart, gell, hattet ihr dann. Ob wir Erster oder Letzter waren. Ja, dann hat der Gorbulak irgendwie USA abgeschossen und dann hattet ihr irgendwie einen Scheißgegner dann deswegen. Ja. Genau, haben wir einmal gegen die USA gespielt, einmal haben wir gegen Australien gespielt, einmal gegen England, dann immer wieder verloren. Wo wir in der Vorbereitung teilweise auch die Mannschaften geschlagen haben. Aber dann in diesen Überkreuzspielen im Viertelfinale haben wir es nie gepackt. Auch wenn die Spiele immer alle knapp waren. Aber was war dann? Barcelona war
Zweiter, oder? Deutschland 92? 92, genau. Da haben sie nachträglich noch die Silbermedaille bekommen. Nachträglich. Nachträglich. Die Ja, was war haben da? Bronze gewonnen. Und dann wurden die Amerikaner ja wegen Doping disqualifiziert. Deswegen haben die dann so war nachträglich das. noch Silber gewonnen. Genau. Das war auch vor deiner Zeit. Das war vor meiner Zeit, ja. Da haben sich, wie gesagt, Rollstuhlbasketball nur so am Rande gespielt. Ich habe dann erst quasi, bin 94 Junioren-Europameister geworden. Dann Ja, waren sie seitdem. 94 bei der WM, die lief nicht so gut und dann haben sie 95 die Quali nicht geschafft für 96 für Atlanta. Und dann kam der große Umbruch 95, Ende 95. Aber da war da schon der Dings dann, der. Wie heißt jetzt? Apollo! Erster Da habe ich keine Lust mehr. Mach Platz, lass die Katzen jetzt. Apollo, bleib hier, lass ihn mitziehen. Hey! Apollo! Komm jetzt her. Das muss im Flur. Apollo. Wer waren dann deine Nation? Jetzt sind er durch. Hey! Mach Platz jetzt. Platz. Aus jetzt. Wer waren deine Nationaltrainer dann? Gerd Römer Mhm. war bei den Junioren. Und der ist dann quasi zu dem gleichen Zeitpunkt, wo ich in die A-Nationalmannschaft gekommen bin, auch A-Nationalmannschaft geworden. Der war dann mein Trainer bis Sydney 2000. Und dann kam Fritz Wiegmann. Und unter Fritz Wiegmann habe ich quasi fast meine restliche Karriere verbracht in der Nationalmannschaft. Von 2001 bis 2009. Mhm. Und ich habe nur 2 Trainer in der Nationalmannschaft gehabt. Ja, lustig. Ja, und der Fritz habe ich gedacht, oh Gott, das wird nie was, weil wir uns am Spielfeld sind wir sehr oft aneinander geraten. wo ich dann gehört habe, oh Fritz wird Nationaltrainer, habe ich gesagt, das kann nicht gut werden. Und komischerweise haben wir uns aber dann quasi sehr blendend verstanden. Mhm. Das war, muss ich sagen, hat sehr gut gepasst dann zwischen uns beiden. Und hast du noch Kontakt jetzt wegen deiner Nazi-Zeit? Hast du noch Kontakt zu Martin Otto und den ganzen, die da so. Kontakt nicht, also so regelmäßigen, aber wenn wir uns irgendwo sehen, quatschen wir oder regelmäßig Kontakt habe ich eigentlich nur also die regelmäßigsten habe ich zu Florian Fischer, Mhm. zu unserem Flatty, wir telefonieren und dann zum Dirk Köhler, also mit den zwei Der telefonieren. spielt jetzt Tennis viel, oder? Genau. Irgendwie so. Genau. Der ist auch. Aber so zur Gaudi oder will er da. Ja, er würde schon, aber er ist ja noch älter als ich, also der ist ja auch schon über 50. Mhm. Er ist ja auch Vereinsvorsitzender. Mhm. Also der hat ja auch mittlerweile ein Ehrenamt übernommen. Ja. Also vom RSV Landil, also vom Hauptverein Vorsitzender. Und dann, wie gesagt, Wolki und Lars Lehmann und so weiter. Also man trifft viele. Die alte Kuh halt. Genau. Ja. Aber Martin Otto nach den Damen. Aber ist der ein bisschen verschwunden. der hat sich da komplett rausgezogen, weil das konnte er nicht nachvollziehen, dass er da so hintenrum geschasst wurde und dass die Mädels ihm da Konnte so. ich auch nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich war ein bisschen teilweise live dabei, aber da kann ich jetzt nicht viel davon preisgeben, ehrlich gesagt. Aber Ja. ich konnte es auch nicht nachvollziehen. Das war ein bisschen wild. Aber das war dann irgendwann für ihn zu viel, glaube ich. Mhm. Er hat ja auch viel geopfert für den Rollstuhlbasketball. Und musste dann irgendwann, aber gut, wie gesagt, ich war nicht involviert, sozusagen. Aber die passieren halt im Leben, ne? Aber wenn wir uns sehen bei irgendwelchen Veranstaltungen, dann quatschen wir nochmal. So. Mhm. Ja, das geht schon. Ja, voll geil. In wie viele Wochen sehen wir uns wieder? Jetzt 10., 6. September, in 4 Wochen sehen wir uns wieder. Genau. Morgen sehen wir uns auch wieder, aber in 4 Wochen dann auch mit ein paar alten Jungs aus deiner Zeit. Genau, da kommt der Haras noch dazu, Ja. zum Beispiel. Hoffentlich kommt er. Gü habe ich vorhin telefoniert, er wollte niemanden grüßen, aber den Gü müssen wir grüßen. Einmal. Gü für dich. Und den Nachfolger in Zwickau vom Lars Christing. Ich glaube sogar, der Gü hat meine Nummer übernommen. Hast du nicht die 13 gehabt, Gü, ja? Du Schlawiner. Ich glaube, der Gü hat die 13 gehabt. War Ja. nicht die 6 war der Gü? Ja? Ich weiß nicht genau. Schauen wir nochmal nach. Müssen wir mal nachgucken. Wir quatschen jetzt weiter, aber jetzt drücken wir da mal auf Pause. War, glaube ich, interessant genug. Total geil. Ciao.